Tag zusammen. Wir treffen heute in Hamburg, im Hamburger Ding auf St. Pauli, Tomislav Karadza, Unternehmer mit verschiedensten Impulsen und Aktivitäten hier in Hamburg. Und darüber wollen wir uns mit ihm unterhalten, wie er sich hier in Hamburg positioniert, wie er sieht, was hier passiert und was er auf die Beine gestellt hat und vor allen Dingen auch noch, was er auch noch vorhat in Hamburg. Tomislav, vielen Dank. Und wenn man mit dir anfangen soll, ins Gespräch zu kommen, dann bietet sich eigentlich auch die Towers an. Die Towers, unsere Basketballmannschaft, erste Liga. Erzähl mal, wie du auf diese Idee kamst, mit diesem Team hier aktiv zu werden. Meine Idee war es nicht. Also ich bin dazugestoßen oder habe das große Glück gehabt, dazustoßen zu dürfen. Marvin und Jan sind eigentlich die Treiber dieses Projektes schon immer gewesen. Und am Ende war es einfach eine Faszination, der Grundgedanke, den sie da hatten aus dem Sozialprojekt, das sie gestartet hatten, schon Jahre vorher, völlig umgekehrt zu agieren und mit Jugendcamps loszulegen, dem Stadtteil etwas geben zu wollen, etwas aufzubauen. Dann die große Chance damals über die Bauausstellung, dass diese Halle entstanden ist, die Inselparkhalle, heute Edeloptics Arena, und dann ein Profiteam als quasi letztes Element raufzusetzen und so ein Leuchtturmprojekt dann für Hamburg zu starten. Hast du uns schon so ein bisschen mitgenommen bei deiner Gestaltung aus einem Stadtteil, mit einer Community, mit den Rahmenbedingungen, was ganz Besonderes Eigenes auf die Beine zu stellen. Das hast du schon gesagt, wir sind ja im Hamburger Ding auf St. Pauli. Erzähl uns doch ein bisschen auch, was da eure Version ist. Was bringt ihr dazu? Also ein Ort wurde kreiert erstmal mit der Bauausstellung, dass man gesagt hat, etwas Neues wird geschaffen und auch sehr Schönes geschaffen, aber wie schaffst du eigentlich an so einem Ort Menschen miteinander zu verbinden, und dafür brauchst du einen tollen Inhalt und einen immer sich wechselnden Inhalt, irgendwie Content, der so entsteht, und das sind die Towers am Ende des Tages, die jeden Tag eine neue Geschichte erzählen und natürlich so von Spieltag zu Spieltag, wenn man eine Spannung aufbaut, dass man es geschafft hat, dass die Hamburger nach Wilhelmsburg kommen. Und ich glaube, das ist eine Bewegung oder eine Dynamik, die vorher einfach nicht da war. Die gab es nicht. Ne? Und aus dieser Abstraktheit einen schönen Ort zu schaffen, wie hier zum Beispiel im Hamburger Ding, was wir gemacht haben, mit verschiedensten Kulissen, mit verschiedensten Räumen, die wir hier kreiert haben, geht es jetzt insbesondere darum, und was wir jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, Corona hat uns ein bisschen gestoppt, was es betrifft, aber tolle Inhalte auch in einem Gebäude zu platzieren, das irgendwie erstmal einen schönen Rahmen hat, um dann Menschen wiederum miteinander zu verbinden. Also wenn man hier durchs Haus läuft, ich habe das natürlich gemacht, da sieht man Sportler, da sieht man E-Sportler, hier kommt ganz viel zusammen. Und auf der Ebene sozusagen wollte ich auch nochmal nachfragen. Sports, Basketball, so, aber da gehört dann jetzt auch E-Sports für dich ganz doll dazu. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, wo du da einen Fokus siehst, welches Potenzial siehst du da? Muss ich auch wiederum sagen, dass ich den Hauptimpuls wieder aus den Towers eigentlich gezogen habe, mich mit E-Sport noch sehr viel intensiver auseinanderzusetzen, indem wir gesagt haben, schon vor 1,5 Jahren ungefähr, wir wollen ein E-Sport-Team aufbauen. Und da sind wir auch dabei, wir werden das um diese Sparte halt ergänzen. Warum? Weil ganz einfach, ne, wenn man sich anschaut, welche Masse an Kindern und Jugendlichen E-Sport als Hauptbeschäftigung haben oder als Hauptsportbeschäftigung dann auch haben, muss man sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und so zu tun, als ob das kein Sport wäre, halte ich für falsch. Und es halt auch nicht in ein Vereinsmuster mit einzubringen. Warum? Erstens ist es ein Massenphänomen, also müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, weil die Kinder und Jugendlichen es nun mal spielen. So, ich selber bin jetzt kein Zocker, das gehört dazu, aber mich fasziniert schon, über die Gespräche herauszuhören, wie komplex Spiele sind, ne, wie die Kinder vernetzt sind miteinander und also grundsätzlich, welche Komplexität dieser E-Sport hat. Und da habe ich jetzt in den letzten 12 Monaten, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt, was E-Sport eigentlich so mit sich bringt. Aber was man nicht machen darf, ist, dass es ein Massenphänomen gibt und die Kinder spielen in ihren Kinderzimmern und sind zu Hause, vernetzen sich nur digital. Warum? Ne? Also ist es, glaube ich, auch die Aufgabe von Vereinen, sich zu öffnen und gerade andersherum zu sagen, kommt hierher und wir verorten euch auch wieder, um dann halt an den Kindern noch dran zu sein. Und ich glaube, dann gibt es, ich selber bin sehr geprägt durch Sport und Vereinsarbeit in meiner eigenen Kindheit und Jugend gewesen.
und habe daraus sehr viel gezogen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ansporn auch bei den Towers gewesen, da mitzumachen, weil man so viele Kinder erreicht und positiv erreichen kann damit. Und da müssen wir den E-Sport mit einschließen, weil dann kannst du auch einen pädagogischen Ansatz fahren, dass du sagst, okay, wir wollen an den Kindern sein, wir wollen ja auch beratend tätig sein, wir wollen auch sagen, vielleicht bringt es auch nichts, 16 Stunden am Tag zu zocken, sondern vielleicht konzentriere dich mal, genauso wie du es beim Fußball ja auch machst. Macht auch keinen Sinn, den ganzen Tag gegen die Wand zu schießen, glaube ich. Und hier ist es dann ähnlich, um halt auch irgendeinen Einfluss dann ausüben zu können auf Kinder und Jugendliche und sie vielleicht auch ein bisschen zu steuern oder in die richtige Richtung halt mitzunehmen. Danke, Tommy, für die Eindrücke, die du uns zu dem Potenzial von E-Sport schon mal gegeben hast. Jetzt weiß ich, dass du da auch wieder was Besonderes auf die Beine stellen willst in Hamburg, einen Impuls. Kannst du uns da ein bisschen drüber verraten? Also wir sind das Thema E-Sport sehr konsequent und vielschichtig angegangen. Wir werden jetzt in den nächsten 2 Monaten hier im Hamburger Ding E-Sport Space aufmachen. Ich glaube, das ist deutschlandweit einzigartig, was wir hier unten machen. Dann bin ich Anfang des Jahres, hatte ich das große Glück, auch beim Hamburger E-Sport-Team oder E-Sport-Organisation einsteigen zu können. Das habe ich gemacht. Bei den Unicorns of Love gehören zu den besten Teams Deutschlands, werden es schaffen mit ihrem Team, also sie sind auch international aufgestellt. Viele wissen das gar nicht in Hamburg, aber spielen auf höchstem Niveau, haben ein Moskauer Team, das es im Spiel League of Legends bis zur Weltmeisterschaft vermutlich schaffen wird. Das ist ein Mega-Erfolg, wenn sie das hinbekommen und auf dem Weg sind sie. Und was wir vorhaben, ist mit den Unicorns in ein Gebäude zu ziehen, das wir auch ganz klar vor Augen haben. Und um die Unicorns herum quasi ein sehr, sehr großes Gaming-Haus aufzubauen. Dort wird ein Team dann auch leben und trainieren und spielen und dort sollen Events stattfinden. Das werden wir noch erweitern um viele Partner und nicht nur E-Sport, sondern auch die Gaming-Szene an sich im erweiterten Sinne dort verankern wollen. Und ich glaube, das wird was Hochspannendes und auch wahrscheinlich, also ich hoffe, ein Leuchtturmprojekt für Hamburg, wenn wir das so zusammen kombiniert bekommen und in einem vielleicht auch Stadtteil manifestieren, wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde. Also, da können wir gespannt sein, glaube ich, immer wieder. Abschlussfrage, Tommy. Wenn du dir was für Hamburg wünschen dürftest, hast du da was du uns mit auf die Reise geben möchtest? Ich bin Hamburg geboren, Hamburg aufgewachsen, Hamburg zur Schule gegangen, studiert, hier gearbeitet, war immer hier. Also hat wohl einen guten Grund, weshalb es mich nie rausgetragen hat aus dieser Stadt. Ich habe, glaube ich, immer alles gefunden, was ich gebraucht habe in dieser wundervollen Stadt. Was könnte ich mir wünschen? Vielleicht kommt es jetzt auch, also was so in Richtung Digitalität manchmal und dieser Transformationsgedanke, der stattfindet, vielleicht noch mehr Impulse. Ich glaube, hier gibt es echt gute Player in der Stadt, die tolle Sachen machen und wir, glaube ich, uns auch also selbstbewusst hinstellen können und sagen, wir können das. Aber manchmal wünscht man sich vielleicht aus der klassischen Branche, aus den klassischen Bereichen noch ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Dynamik zu sagen, wir gehen das an und wir gehen ein neues Zeitalter an, weil ich glaube, wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir haben es gerade gesehen in den letzten Monaten, dass wir uns verändern müssen und diesen Impuls auch aufzunehmen und auch einfach stadtübergreifend und branchenübergreifend das anzupacken und zu sagen, positiv in die Zukunft zu schauen und tatsächlich sich auch in diesen Transformationsprozess zu begeben. Tommy, 1000 Dank für deine ganzen Impulse, die du dieser Wirtschaft hier in Hamburg gibst, dieser Stadt gibst. Da sage ich danke für die Hamburger und danke für das Interview. Ich freue mich auf die nächsten. Okay, danke fürs Kommen. Bis bald.